Da guckt man dann ganz gerne voraus und sagt, was könnte dann 2014 zum Beispiel bringen, was könnte im DAX passieren, was könnte im Gold passieren und so weiter. Und die Experten geben dann eben ihre Tipps ab und das machen sie in schöner Regelmäßigkeit. Das heißt, auch für 2013 gab es entsprechende Tipps, die eben Anfang 2013 abgegeben worden sind. Und das Schöne ist, wir vergessen nichts. Nein, wir gucken ganz genau hin und sprechen mit unseren Experten über die entsprechenden Tipps, die sie abgegeben haben. Und besonders, wenn man dann richtig gelegen hat, dann sollte man auch für 2014 ganz genau hinhören. Und einer dieser Experten, die ziemlich richtig gelegen hatten, Anfang 2013, ist jetzt bei mir, Moimir Hlinka vom Schweizer Vermögensverwalter Acquif International. Herr Hlinka, Anfang des Jahres haben Sie gesagt, DAX geht über 9.000 und mehr haben wir also erreicht. Was heißt das jetzt für 2014? Erstmal durchschnaufen. Ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Ja, zunächst mal schönen guten Tag, Herr Groß. Es ist korrekt, dass dass wir zu Beginn dieses Jahres diese Prognose gegeben haben. Diese Prognose wurde erreicht, übertroffen. Der Punkt ist, man muss vielleicht eine Sache ganz klar unterscheiden. Man muss das Jahr etwas aus zweierlei Hinsicht betrachten. Einmal fundamental und marktpsychologisch. Fundamental war dieses Jahr sehr, sehr schwierig, aber aus der psychologischen Sicht war es so, dass sehr viele auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Es war eine gehasste Rallye, man muss es so sagen. Sehr viele waren nicht dabei, sehr viele waren an der Seitenlinie, haben sich nicht zuletzt auch durch die Macht der Medien lähmen lassen und haben diese Rallye verpasst. Waren Sie optimistisch gewesen? 16.000 Punkte haben wir gesehen, hatten Sie auch entsprechend vorhergesagt? Den DAX relativ genau vorhergesagt, den Dow Jones relativ genau vorhergesagt, das Gold auch relativ genau. Hier zu Gast Moimir Hlinka vom Schweizer Vermögensverwalter AGFIF International. Herr Hlinka, zuerst mal Glückwunsch. Vor 3 Wochen haben Sie gemeint, dass Sie bullish für den DAX eingestellt sind und seither hat der deutsche Leitindex einen deutlichen Satz nach oben gemacht. Was dies Jahr noch tun? Wenn Sie, Frau Köser, ich habe vor etwa einem halben Jahr gesagt, dass das Ganze zu hoch gekocht wird und dass ein abruptes Ende der lockeren Geldpolitik gar nicht machbar ist. Optimistisch ist ja auch eigentlich viel schöner. Bei Nokia haben Sie auch einen Volltreffer gelandet. Bereits Anfang des Jahres haben Sie auf eine Übernahme durch Microsoft spekuliert. Mittlerweile steht der Wert rund 70% höher. Wie sage ich dann Tschüss? Willkommen zu der Mittagsbörse vom 21. September. Hlinka, eröffnet das Ihrer Ansicht nach für Anleger Möglichkeiten? Ich will mich nicht wiederholen, es ist immer eine Frage der Beimischung und des Verhältnisses. Wenn ich mir die irischen Anleihen anschaue und nehme ich ein Beispiel, die Anleihe, die bis 2020 läuft, das Rating ist AA-, 4,5% Coupon und der Kurs steht ungefähr bei 87. Das heißt, wir sind hier mit einer Rendite auf Verfall zwischen 5,6 und knapp 6%. Das ist für eine Staatsanleihe eine recht attraktive Rendite. Die Laufzeit ist schon relativ hoch. Ich habe einen Horizont von 10 Jahren und möchte in 10 Jahren diese Rendite realisieren, als Beimischung diese Anleihen zu kaufen und sie laufen lassen. Ich würde empfehlen, solange die Rendite über 3,5% ist, kann man sie beimischen. Willkommen zum Börsentag von dieser Woche hier auf cash.ch. Mein Gast heute ist der Moimir Hlinka. Er ist Direktor vom unabhängigen Zürcher Vermögensverwalter Acquif. Herzlich willkommen, Herr Hlinka. Sie haben ja 2010 teilweise mit provokativen Anlagethemen aufgewartet. Sie haben früher Investitionen in griechischen Aktienmärkte empfohlen. Sie haben auch, wo die Kacke am Dampfen war in Irland, Entschuldigung, haben Sie irische Bonds empfohlen. Wie ist es gelaufen bei der Acquif im letzten Jahr? Ich glaube, dass der große Unterschied zwischen der Acquif und zwischen anderen ist, dass wir klare Prognosen geben und wir geben diese Prognosen ex ante und nicht ex post. So kann sich eigentlich jeder ausrechnen und jeder nachvollziehen, wie es bei uns gelaufen ist. Und auch Sie im Rahmen Ihrer sorgfältigen Recherche haben sich einen genauen Überblick verschafft und kennen unsere Depots und kennen unsere Szenarien, die wir spielen. Und diese Szenarien werden auch konsequent weiter beibehalten. Es ist so, dass wir, wenn Sie zum Beispiel Griechenland ansprechen, schauen Sie sich bitte, ich habe heute Morgen noch die letzten Zahlen mir angesehen, Griechenland führt die weltweit mit die Performance an, was das Jahr 2011 angeht, mit nahezu 20% Kursgewinn. Ich glaube weiterhin an die Recovery. Wir waren letztes Jahr sehr zufrieden, wir haben ein sehr gutes Resultat erzielt. Unsere schlechtesten Durchschnittswerte bei den sehr defensiven Portfolios bewegen sich knapp um die 10%. Die
etwas aggressiveren, ausgewogenen und offensiven sehr, sehr weit drüber. Und da muss ich